Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir wieder den Audi A7. Ich sage, glaube ich, öfters Audi A6, aber Audi A7. Baujahr 2012, spezieller Motorcode CDUC. 180 kW, 245 PS, 3 Liter Dieselmotor. Und wie man im Titel lesen kann, wollen wir hier die Glühkerzen austauschen. Denn eine Glühkerze wurde schon als Fehler abgespeichert. Und ganz wichtig ist es, die Glühkerzen auch austauschen, denn wenn ein Fehler im Fehlerspeicher abgespeichert ist, meistens ein abgasrelevanter Fehler, regeneriert der Partikelfilter nicht. Und dann hat man natürlich das Problem, Partikelfilter geht in Notlauf, Partikelfilter muss ausgebaut werden, gereinigt werden, eventuell reicht es aus, wenn man den zurücksetzt und damit fährt. Andere Geschichte, aber wichtig ist es, dass die Motorstörung, wenn eine Glühkerze kaputt ist, nicht sofort abgespeichert wird, beziehungsweise die Motorstörung nicht sofort aufleuchtet. Abgespeichert wird sie auf jeden Fall, aber dafür leuchtet die Motorstörung nicht auf. Die Motorstörung leuchtet meistens erst auf, wenn der Partikelfilter zusitzt. Dann leuchtet die Motorstörung und dann geht's los. Partikelfilter wird gereinigt, wird eingebaut, losfahren, irgendwann ist er wieder voll, weil eine Glühkerze manchmal kaputt ist oder irgendwelche andere Bauteile. Deswegen immer öfters Fehlerspeicher auslesen, gucken, was drin ist, löschen. Fehlerspeicher muss clean sein im Motorbereich. Ja, 3 Liter ist ein V6, hat 6 Zylinder, das heißt, wir müssen 6 Glühkerzen austauschen. Kauflink unten in der Videobeschreibung, sämtliche Werkzeuge, unten verlinkt das Ganze mit dem Rabattcode VITJAWOLF. Kriegt ihr 5% auf die Werkzeuge, wenn ihr zum Beispiel die Glühkerze abreißt. Braucht ihr spezielles Werkzeug, um das Ganze rauszuschneiden. Ich hoffe, gehe stark davon aus, dass das problemlos rausgeht. Zu empfehlen mit sämtlichen Glühkerzen, Lösevorrichtungen, Sprays vorher einsprühen. Das Ganze empfiehlt sich im warmen Zustand zu lösen, vorher auszupusten und. Wie man das Ganze austauschen kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, das Ganze sieht hier wie folgt aus. Ich habe gemerkt, schon mal grob reingeguckt, es ist schon viel einfacher, bei dem Motor an die Glühkerzen dran zu kommen. Ich glaube, der Vorgänger, das ist schon ein bisschen komplizierter gewesen. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Aber erster Zylinder, zweiter Zylinder, dritter Zylinder. Ja, wird schon alles ein bisschen noch schwieriger. Dritter, vierter, fünfter, sechster. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Stecker vorsichtig abmachen. Und die Stecker sind schon etwas stabiler gebaut. So. Und so. Ja, der wird uns, glaube ich, ärgern. Legen wir den zur Seite.
Das wird hier nicht. Vielleicht reicht es, wenn wir den ein bisschen zur Seite machen. Ja, der ist doch nicht so easy. Aber sollten wir hinbekommen. Dann kommt wenigstens durch. Also. Auf der Seite haben wir Ventildeckel und Düsen abgedichtet. Da hatte ich die Stecker schon mal ab und auch schon ausgepustet. Aber fürs Video pusten wir nochmal die komplette Geschichte aus, um an die Glühkerzen dran zu kommen. So, da wo die Glühkerzen sitzen, da pusten wir einmal alles aus. Dann versuchen wir das Ganze mal zu lösen. 10er Nuss. Oh, oh, oh. Das wird nicht schön. Das wird nicht schön. Wir lassen ihn jetzt mal warm laufen, weil das hört sich echt, also noch wärmer. Ja. Aber das ist natürlich Arschkarte. Denn wie man sehen kann, wurde die entweder überzogen, das ist nämlich das Gewinde, wenn die zu stark festgeschraubt werden, dann passiert sowas. Dann werden wir das Gewinde nachschneiden müssen. Die Glühkerze erstmal wieder rein und auspusten. Das ist so mit den Glühkerzen. Wir werden jetzt aber hier keine Gewindereparatur zeigen. Wir werden jetzt einfach nur zeigen, wie wir die austauschen. Aber wie gesagt, die Glühkerzen können schon mal mit kaputtem Gewinde rauskommen. Dann probieren wir mal die nächste, wie die sich lösen wird. Ja, die kommt schon besser. Hier, die kann man sehen. Auch nicht so super aus, aber schon besser. Dann das nächste. Die ist bombenfest, der dritte. Ah, okay. Ja, kommt doch gut. Kommt sogar sehr gut. Und man muss dazu sagen, sind noch die originalen Glühkerzen. Und ich denke mal, dass die von 2012 noch hier drin sind. Dann die andere Seite. Hier kommt auf jeden Fall das Gewinde mit raus. Überall Gewinde nachschneiden. Das ist die schlimmste Geschichte, die wir hier haben. Sogar da ein Stück Span mit rausgekommen. Ja, der geht gut. Der ist gut. Ist wunderbar rausgekommen.
glaube, der 4. war auch der, der abgespeichert war. Und den wollte bestimmt keiner da rausholen. Okay. Der ist perfekt rausgekommen. Guckt mal so. Viel, viel besser. Ja, ich schneide das Ganze jetzt mal nach. So sieht das Ganze einmal aus. Das Werkzeug, das kann man sich auch ausleihen. Zum Beispiel, wenn bei euch sogar eine Glühkerze abbricht, dann habt ihr hier sogar Werkzeug, um das Ganze rauszubohren. Hier halt auch die jeweiligen Gewinde. Schneid. Und auch natürlich, ich hoffe, dass die lang genug sind. Und dann schneiden wir das Ganze mal nach. Ja, unten verlinkt das Ganze. Ich schneide das eben nach und dann schrauben wir die Glühkerzen wieder rein. Dann kann es auch schon weitergehen. Das Gewinde nachschneiden war echt halb so schlimm. Das Gewinde auf den Glühkerzen sah schlimmer aus als das Gewinde im Zylinder. So, wichtig, Glühkerzen natürlich nicht zu stark festziehen. Und die Glühkerzen, das Gewinde auch fetten. Da gibt es eine spezielle Glühkerzenpaste, eine Keramikpaste, die könnt ihr da drauf machen. Und dann funktioniert das schon. Ansetzen. Und die Glühkerzen bekommen 12 Newtonmeter. So, und die Kerzen müssen sich natürlich ganz leicht reindrehen lassen. So, ja, also diese Gewinde, der Gewindeschneider, der ist echt Gold wert. Beziehungsweise der komplette Satz mit den unterschiedlichen langen Gewindeadaptern. Den kann man auch wirklich weit genug verlängern, dass man halt hiermit, würden wir natürlich nicht drankommen, um das vernünftig zu schneiden. Aber man hat halt noch die Möglichkeit, den hier drauf zu setzen und wirklich ellenlang das Ding, um vernünftig Gewinde zu schneiden. Und dann natürlich mit dem Staubsauger alles da rausholen. Natürlich fallen auch Späne rein oder können Späne reinfallen. Aber ja, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Entweder nachschneiden und damit hoffen, rechnen, dass alles gut läuft. Ja, so sieht das Ganze dann einmal aus. Dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und ja, man kann Pech haben, man kann Glück haben. Deswegen regelmäßig das Ganze wechseln, sauber machen, Gewinde nachschneiden. Und wir machen einen Kauflink unten rein für dieses Glühkerzenfett. Das ist so eine Keramikpaste, die man drumherum machen kann. Und dann sollte das zum nächsten Mal wieder vernünftig rauskommen. Und anschließend die Stecker wieder drauf. Ja Leute, und so kann das Ganze halt einmal aussehen, wenn man die Glühkerzen wechseln möchte. Es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, diese Werkzeuge zu haben. Gewindeschneider für die Glühkerzen und ja, der andere jetzt nicht so. Aber Gewindeschneider, alles unten verlinkt das Ganze. Ich glaube, das kann man auch ausleihen bei XXL. Mit dem Rabattcode VitaWolf kriegt ihr nochmal 5% drauf. Glühkerzen verlinken wir auch alles unten. Wir werden hier auch noch Ölwechsel machen, Luftfilter werden wir machen und wir haben die Flammdichtungen von den Injektoren gemacht.
alles verlinkt, das Ganze. Wenn nicht, einfach auf dem Kanal bei Vitya Wolf Audi A7 Injektor eintippen, dann wird das Video schon rausspringen. Ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen und schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wann ihr so die Glühkerzen wechselt, ob ihr die überhaupt wechselt, weil ein richtiges Intervall gibt es dafür nicht, aber ihr müsst halt mal selbst überlegen, wenn so eine Glühkerze die ganze Zeit über Jahre auf die Fresse bekommt, die Injektoren irgendwann falsch einspritzen und irgendwann mal so ein Glühstift abbricht, dann hat man schon die Arschkarte, deswegen empfiehlt es sich schon mal, die zu wechseln. Schreibt mal eure Erfahrung und eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!